Plötzlich Fee von Julie Kagawa. Der Geist im Computer. Vor 10 Jahren, an meinem 16. Geburtstag, verschwand mein Vater. Nein, er ist nicht abgehauen. Das würde ja bedeuten, dass er seine Koffer gepackt hätte, dass Schubladen plötzlich leer gewesen wären und dass ich, wenn auch verspätet, Geburtstagskarten mit einem 10-Dollar-Schein darin bekommen hätte. Abhauen würde auch bedeuten, dass ich mit Mom und mir nicht mehr glücklich gewesen wäre. Oder zumindest irgendwo anders eine neue Liebe gefunden hätte. So war es aber auch nicht. Und nein, er ist auch nicht gestorben, denn davon hätten wir gehört. Es gab keinen Autounfall, keine Leiche, keine Polizisten, die am Tatort eines grausamen Mordes herumgestanden hätten. Es geschah in aller Stille. An meinem 6. Geburtstag nahm mein Vater mich mit in den Park, was damals einer meiner Lieblingsplätze war. Es war ein verschwiegener, kleiner Park, mitten im Nirgendwo, mit einem Pfad für Jogger und einem trüben grünen Teich, der von Nadelbäumen umgeben war. Wir standen am Ufer und fütterten die Enten, als plötzlich auf dem Parkplatz hinter dem Hügel die Glocke eines Eiswagens bimmelte. Ich bettelte meinen Vater an, mir ein Eis zu kaufen. Er lachte, gab mir ein paar Scheine und ließ mich zu dem Wagen laufen. Da habe ich ihn das letzte Mal gesehen. Als die Polizei später die Gegend absuchte, entdeckten sie seine Schuhe am Ufer. Sonst nichts. Sie haben Taucher in den Teich geschickt, aber der war kaum 3 Meter tief und auf dem Grund waren nur Zweige und Schlamm. Mein Vater war spurlos verschwunden. Noch Monate später hatte ich immer diesen Albtraum, dem ich oben auf dem Hügel stand, hinunterschaute und sah, wie mein Vater in den Teich wartete. Sobald das Wasser über seinem Kopf zusammenschlug, hörte ich das Lied des Eiswagens im Hintergrund. Eine schleppende, unheimliche Melodie mit einem Text, den ich nicht richtig verstehen konnte. Jedes Mal, wenn ich versuche, mich darauf zu konzentrieren, wache ich auf. Kurz nachdem mein Vater verschwunden war, zog meine Mutter mit mir in ein winziges Nest, mitten in den Sümpfen von Loisiana. Mama meinte, sie wolle ganz neu anfangen, aber tief in mir drin wusste ich, dass sie vor irgendwas davonlief. Es sollte allerdings noch 10 Jahre dauern, bis ich herausfand, wovor. Mein Name ist Meghan Chase. In weniger als 24 Stunden werde ich 16 Jahre alt. Sweet 16. Das hat etwas Magisches. Mit 16 werden Mädchen angeblich zu Prinzessinnen, verlieben sich, gehen auf Bälle und all sowas. Unzählige Geschichten, Lieder und Gedichte wurden über dieses wundervolle Alter geschrieben, in dem ein Mädchen seine wahre Liebe findet, die Sterne nur für sie leuchten und der umwerfend gut aussehende Prinz mit ihr den Sonnenuntergang reitet. Ich glaubte nicht, dass es bei mir so laufen würde. Am Tag vor meinem Geburtstag wachte ich auf, stellte mich unter die Dusche und wühlte in meinem Kleiderschrank, um etwas zu anziehen zu finden. Normalerweise hätte ich das nächstbeste, halbwegs saubere Teil geschnappt, das auf dem Boden herumlag. Aber heute war ein besonderer Tag. Heute war der Tag, an dem ich Scott Weltrim endlich bemerken würde. Ich wollte perfekt aussehen. Allerdings war die Abteilung für angesagte Klamotten in meinem Schrank hoffnungslos unterbesetzt. Während andere Mädchen stundenlang heulend vor ihrem Kleiderschrank verbrachten, weil sie sich einfach nicht entscheiden konnten, was sie anziehen sollten, gab es in meinem lediglich 3 Kategorien: Klamotten von der Wohlfahrt, Sachen aus dem Second-Hand-Laden und Arbeitskleidung. Ich wünschte, wir wären nicht so arm. Ich weiß ja, dass Schweinezucht nicht ein glamouröser Job ist. Aber man muss doch meinen, dass Mama es sich leisten könnte, mir wenigstens eine schicke Jeans zu kaufen. Angewidert starre ich meinen spärlich bestückten Kleiderschrank. Naja, ich schätze, ich werde Scott einfach mit meinem natürlichen Charme und meiner Anmut umhauen müssen. Vorausgesetzt, ich mache mich vorhin nicht wieder total zum Idioten. Schließlich entschied ich mich für meine Cargohose, ein neutrales grünes T-Shirt und mein einziges ausgelauschtes Paar Sneakers. Dann zog ich noch schnell die Bürste durch meine weißblonden Haare. Meine Haare waren glatt und sehr fein. Und gerade mal wieder dabei, dämlich um meinen Kopf zu schweben, so dass ich aussah, als hätte ich in die Steckdose gefasst. Ich band sie schnell zu einem Pferdeschwanz zusammen und lief nach unten. Mein Stiefvater Luke saß am Tisch, trank Kaffee und blätterte in der jämmerlichen Lokalzeitung, die sich mehr wie eine Klatschkolumne unserer Highschool las und keine wirkliche Nachrichtenquelle war. Pattersons Kuh wirft 5-beiniges Kalb, sprang mir die Schlagzeile der Titelseite entgegen. Den Rest könnt ihr euch ja wohl denken. Mein 4-jähriger Halbbruder Ethan saß auf dem Schoß seines Vaters, aß eine Apfeltasche und krümelte Lukes Oberweil voll.
Mit einem Arm umklammerte er sein Lieblingskuscheltier, Floppy, einen Hasen, und versuchte immer wieder, ihm etwas von seinem Frühstück abzugeben. Das Gesicht des Hasens war mit Krümeln und Stückchen der Fruchtfüllung übersät. Ethan war ein süßes Kind. Auf seinem Kopf ringelten sich die braunen Locken seines Vaters, aber genau wie ich hatte er die großen blauen Augen seiner Mutter geerbt. Er war eins dieser Kleinkinder, bei denen alte Damen stehen blieben und entzückte Laute ausstießen und denen Wildfremde von der anderen Straßenseite aus grinsend zuwinkten. Mom und Luke waren völlig verrückt nach ihrem kleinen Liebling, aber Gott sei Dank schien ihm das nicht so zu schaden. »Wo ist Mom?« fragte ich, als ich in die Küche kam. Während ich die Schranktür aufriss und unter den Cornflakes-Packungen nach denen suchte, die ich mochte, fragte ich mich, ob Mom wohl daran gedacht hätte, welche für mich zu kaufen. Natürlich nicht. Nur fahles Müsli und diese widerlichen Marshmallow-Cornflakes für Ethan. War es denn wirklich so schwierig, an die Cheerios zu denken? Luke ignorierte mich und schlürfte seinen Kaffee. Ethan kaute auf der Apfeltasche herum und nieste in den Ärmel seines Vaters. Ich schlug die Schranktür mit einem deutlichen Knall zu. »Wo ist Mom?« fragte ich wieder, diesmal etwas lauter. Luke fuhr ruckartig hoch und sah mich endlich an. In seinen trägen braunen Augen, die stark an die einer Kuh erinnerten, spiegelte sich milde Überraschung. »Oh, hallo Meg«, sagte er ruhig. »Ich habe dich gar nicht gehört, wie du reingekommen bist.« »Was hast du gesagt?« Seufzend wiederholte ich die Frage zum 3. Mal. »Sie hat irgendeinen Termin mit Damen von der Kirche«, murmelte Luke und wandte sich wieder der Zeitung zu. »Das wird ein paar Stunden dauern. Du musst also den Bus nehmen.« Ich nahm immer den Bus. Ich wollte Mom eigentlich nur daran erinnern, dass sie am Wochenende mit mir zur Führerscheinstelle fahren sollte, damit ich endlich meinen Führerschein auf Probe bekam. Luke war ein hoffnungsloser Fall. Ich konnte ihm etwas 14 Mal sagen. Er vergaß es trotzdem wieder, sobald ich den Raum verlassen hatte. Es war nicht so, dass Luke gemein war oder bösartig oder gar dumm. Er liebte Ethan abgöttisch und Mom schien mit ihm wirklich glücklich zu sein. Aber jedes Mal, wenn ich mit meinem Stiefvater sprach, sah mich so überrascht an, als hätte er völlig vergessen, dass ich auch noch in diesem Haus lebte. Ich nahm mir ein Bagel aus der Schachtel auf dem Kühlschrank und kaute genervt darauf herum, während ich gleichzeitig die Uhr im Auge behielt. Bo, unser deutscher Schäferhund, kam herein und legte seinen großen Kopf auf mein Knie. Ich kraulte ihn hinter den Ohren, bis er selig schnaufte. Wenigstens der Hund wusste meine Anwesenheit zu schätzen. Luke stand auf und setzte Ethan sanft auf den Stuhl. »Alles klar, mein Großer«, meinte er und drückte Ethan einen Kuss auf den Scheitel. »Dad muss jetzt den Abfluss im Bad reparieren. Also bleib schön hier sitzen und sei brav. Wenn ich fertig bin, gehen wir die Schweine füttern, okay?« »Okay«, zwitscherte Ethan und wackelte mit seinen strammen Beinchen. »Floppy will sehen, ob Miss Daisy schon ihre Babys hat.« Lukes Lächeln war so ekelhaft stolz, dass mir schlecht wurde. »Hey Luke«, sagte ich, als er gerade gehen wollte. »Rate mal, was morgen ist.« »Hm?« Er drehte sich nicht einmal um. »Keine Ahnung, Meg. Wenn du für morgen etwas geplant hast, besprich das mit deiner Mutter.« Er schnippte mit den Fingern und sofort ließ Bo mich einfach stehen und folgte ihm. Ihre Schritte verklangen auf der Treppe und ich blieb allein mit meinem Halbbruder zurück. Ethan strampelte mit dem Bein und musterte mich bedeutungsvoll, wie er es so oft tat. »Ich weiß es«, verkündete er leise und legte seine Apfeltasche auf den Tisch. »Morgen ist dein Geburtstag, stimmt's? Floppy hat es mir erzählt und ich habe mich dran erinnert.« »Stimmt«, murmelte ich, drehte mich um und warf den Bagel in den Mülleimer. Bevor er hineinfiel, schlug er mit einem satten Geräusch gegen die Wand und hinterließ dort einen Fettfleck, grinste und beschloss, den Fleck nicht wegzumachen. »Floppy wünscht dir alles Gute zum Vorgeburtstag.« »Sag Floppy Danke.« Ich wuschelte Ethan durchs Haar und verließ die Küche. Jetzt war ich wirklich sauer. War ja klar. Mom und Luke würden meinen Geburtstag morgen völlig vergessen. Ich würde keine Karte kriegen, keinen Kuchen, nicht einmal ein Happy Birthday von irgendwem. Außer von dem blöden Stoffhasen meines Bruders? Wie erbärmlich war das denn? Zurück in mein Zimmer schnappte ich mir Bücher, Hausaufgaben, Sporttasche und den iPod, für den ich ein ganzes Jahr lang gespart hatte. Auch wenn Luke diese nutzlosen, hirnlosen Elektronikspielereien verabscheute. Wie es sich für einen echten Hinterwäldler gehörte, hegte mein Stiefvater ein tiefes Misstrauen und eine starke Abneigung gegen alles, was einem das Leben erleichterte. Handys,
Keine Chance. Wir haben doch einen soliden Festnetzanschluss. Computerspiele? Werkzeuge des Teufels, das Kindern Verbrecher und Serienmörder machte. Wieder und wieder hatte ich Mom angebettelt, mir einen Laptop für die Schule zu kaufen. Aber Luke beharrte darauf, dass sein uralter, monströser PC gut genug für ihn sein und damit auch gut genug für die ganze Familie. War ja egal, dass mit analogen Medien eine Ewigkeit brauchte, sich einzuwählen. Ich meine, hallo, wer hat heutzutage noch analoges Modem? Ein Blick auf die Uhr ließ mich fluchen. Der Bus würde bald kommen und ich musste bis zur Hauptstraße noch gute 10 Minuten laufen. Ich warf einen Blick aus dem Fenster auf die dicken grauen Regenwolken am Himmel und schnappte mir noch eine Jacke. Ich wünschte nicht zum ersten Mal, dass wir näher an der Stadt wohnen würden. Ich schwöre, wenn ich erst mal meinen Führerschein und ein Auto habe, sieht mich dieses Haus nie wieder. Meg? Ethan stand im Türrahmen, drückte sich seinen Stoffhasen unter das Kinn. Seine blauen Augen musterten mich traurig. Kann ich heute mitkommen? Was? Ich schlüpfte in meine Jacke und sah mich suchend nach meinem Rucksack um. Nein, Ethan, ich gehe zur Schule. Die Schule ist etwas für große Kinder. Hosenscheißer verboten. Als ich mich abwandte, schlangen sich 2 kleine Arme um mein Bein. Ich stützte mich mit meiner Hand an der Wand ab, um nicht umzufallen, und sah genervt auf meinen kleinen Halbbruder hinab. Ethan klammerte sich an mich, sah zu mir hoch und schob entschlossen das Kinn vor. »Bitte«, flehte er, »ich will doch brav sein, versprochen. Bitte nimm mich mit, nur heute.« Seufzend bückte ich mich und nahm ihn hoch. »Was ist denn los, Zwerg?« fragte ich und strich ihm die Haare aus dem Gesicht. Mom würde sie bald wieder schneiden müssen. Sie sahen schon wieder aus wie ein Vogelnest. »Du bist heute Morgen furchtbar anhänglich. Was ist denn?« »Angst«, murmelte Ethan und versteckte sein Gesicht an meinem Hals. »Du hast Angst?« Er schüttelte den Kopf. »Floppy hat Angst.« »Und wovor hat Floppy Angst?« »Vor dem Mann im Schrank.«